Wie kannst du bei ChatGPT Search besser gefunden werden? Das lernst du Schritt für Schritt in dieser Folge. Keine Angst, die fast gleichen Regeln gelten auch für Perplexity und Co. Viel Spaß! Vor kurzem haben wir uns über die strategischen Implikationen von KI-Suchmaschinen unterhalten. In dieser Folge geht es jetzt wirklich um die Hands-on-Taktiken zur Optimierung für ChatGPT Search, aber diese Taktiken können auch auf andere KI-Suchmaschinen umgemünzt werden, sei es Perplexity oder AI-Overviews von Google. Auch wenn der Traffic-Anteil von ChatGPT Search und dem Chatbot noch relativ gering ist, sieht das Potenzial aus meiner Sicht sehr spannend aus. Wir springen kurz in SimilarWeb rein und sehen, okay, ChatGPT.com hat 3,8 Milliarden Visits pro Monat und schickt immer und immer mehr Referral-Traffic an das Open Web. Also schickt Traffic von ihrer Plattform an Websites wie zum Beispiel deiner. Ist dieser Kanal jetzt schon heiß? Nein, wir stehen wirklich ganz am Anfang und der Traffic-Anteil ist einfach absolut minimal. Das heißt, wenn du SEO-technisch noch nicht dein Potenzial ausgeschöpft hast, investiere einfach in traditionelle, klassische SEO. Wenn du schon sehr gut aufgestellt bist und wirklich auf einem hohen Level bist, dann beobachte auf jeden Fall deine Branche in den USA hinsichtlich KI-Suchmaschinen und investiere auf jeden Fall etwas Zeit in die Vorbereitung, sollte das ganze Thema größer auch bei uns werden. So, ein paar Beispiele, damit du ein wenig Gefühl kriegst, wie so Outputs von ChatGPT Search aussehen. Ich habe da einfach ein paar witzige Suchanfragen gestellt. Wir starten vielleicht mit dieser hier. Was schenke ich einem 37-jährigen Mann, der sich nur für Path of Exile 2 und Golf interessiert? Er hat schon alles. Und dann liefert mir ChatGPT, wie man es vom üblichen ChatGPT kennt, irgendwelche Vorschläge, immer mit Links dazu. Und eben die Links, die hier gefeatured werden, die Quellen, sieht man hier. Und dann sieht man hier noch zusätzliche weitere Ergebnisse. Das ist also sehr ähnlich wie eine normale Suchmaschine und das ist halt klassisch, wie eine KI-Suchmaschine funktioniert. Dann eine weitere Suchanfrage, wie optimiere ich für ChatGPT und SGE? Dann kriegt man einfach unterschiedliche Tipps. Die Tipps werden aus unterschiedlichen Quellen gezogen und es liefert sogar passende Videos zu diesem Thema aus in ChatGPT. Also mega krass. Und laufend kommen neue Features dazu. Dann sehen wir uns noch ein Beispiel an, um es wirklich mal sehr kommerziell zu machen. Welcher Hersteller produziert die besten Fenster im Dachraum? Und dann kriege ich von ChatGPT eine Auswahl von Marken. Und ganz spannend, hier wird immer die gleiche Quelle zitiert. Das heißt, die Quelle ist eine Auflistung der wichtigsten, bekanntesten, keine Ahnung, Hersteller von Fenstern und das liefert er direkt als Antwort aus. Also ich glaube, es ist kein einziges Ergebnis, was aus einer anderen Quelle kommt und was dies impliziert, darüber sprechen wir jetzt im Folgenden. Dann, wer kann mir dauerhaft einen niedrigen Industriestrompreis garantieren? Ich glaube, das ist eine ziemlich, sagen wir mal, lukrative Anfrage, würde ich mal sagen. Und dann kriegt man wieder hier Tipps mit unterschiedlichen Links zu unterschiedlichen Anbietern, die hier Leistungen haben. Also wenn das größer wird und auch in unterschiedlichen Märkten Fuß fasst, dann kann es sehr interessant sein für Unternehmen hier zu optimieren. Ich glaube, so viel ist, glaube ich, klar nach diesen Beispielen. So, jetzt natürlich die Frage, wie können wir die Ausgaben von ChatGPT Search oder vielleicht anderen KI-Suchmaschinen wirklich beeinflussen? Wir beschäftigen uns mittlerweile seit 1,5 Jahren sehr intensiv mit den ganzen Implikationen von Chatbots. Wie gesagt, ChatGPT Search gibt es ja erst seit sehr, sehr kurzem, aber Perplexity gibt es schon viel länger und wir haben schon sehr viel experimentiert. Wir haben auch gemeinsam mit Kunden sehr, sehr coole Experimente in diesem Bereich gemacht. Zusätzlich als Grundlage vielleicht auch für deine Optimierungen gibt es dieses Paper, das ist einfach ein klassisches Forschungspaper, wo einfach erklärt wird, wie das Ganze funktioniert. Also es ist wirklich super erklärt. Wenn du jetzt nicht verstehst, wie das Ganze funktioniert, ist es wunderbar aufbereitet, natürlich wissenschaftlich, aber danach hast du ein sehr gutes Verständnis, wie das Ganze funktioniert. Das war das einzig Technische, was ich dir zeige. Wir gehen jetzt in die Details rein, damit du verstehst, wie du
deine Webseite, dein Unternehmen hier gut positionieren kannst. So, in diesem Kontext, wenn wir wissen wollen, wie wir unsere Marke hier nach vorne bringen können, ist mal wichtig zu verstehen, okay, woher zieht ChatGPT Search jetzt die Daten? Der Suchindex. Bei ChatGPT Search ist Bing die darunterliegende Suchmaschine. Bei AI-Overviews von Google oder auch Gemini wäre es natürlich Google. Und Perplexity hat sein eigenes Konzept. So. Zusätzlich hat ChatGPT einen eigenen Bot, den es nutzt, um die Ergebnisse, die Bing letzten Endes im Zwischenschritt ausliefert, abzurufen. Hier diese Antwort. Das heißt, es ist wichtig, dass du diesen Bot nicht von deiner Webseite abschließt, sonst wird es schwierig werden. Generell solltest du einmal wieder in dein wahrscheinlich sehr verstaubtes Bing Webmaster Tool sehen und einfach mal schauen, wie gut du bei Bing performst. Natürlich sind die Traffic-Zahlen und Impression-Zahlen viel geringer, aber in diesem Kontext wird es jetzt interessanter werden, auch für Bing mehr zu machen. Bing ist letzten Endes wie Google vor 15 Jahren. Manipulationen funktionieren tendenziell besser. Das Fundament ist also Sichtbarkeit in der unterliegenden Suchmaschine. Das heißt aber nicht, dass die Rankings 1:1 dieselben sein. Das heißt, du rankst in Bing und dann rankst du auch bei ChatGPT auf einem ähnlichen gleichen Platz. Zum einen funktioniert ChatGPT ganz anders, weil es liefert eine Antwort und schon ein Listing, aber auch das ist nicht ähnlich. Nehmen wir ein kleines Beispiel, das ist jetzt lokalisiert auf Österreich. Fenster kaufen online, dann haben wir da Fenstermax24, eBay, Fenster24, Fensterversand. Die, ich würde mal sagen, üblichen Verdächtigen. Wenn wir jetzt in ChatGPT reingehen und das eingeben, Fenster kaufen online, dann klicke ich jetzt kurz, dass du die Quellen siehst. Dann kriegen wir hier diese Antwort und das sind auch wieder Fenstermax.com 24 und das sind sehr ähnliche Ergebnisse, aber die Sortierung ist häufig anders. Also es gibt starke Überlappungen, aber nur, dass du es verstehst, es sind nicht die gleichen Ergebnisse und es ist auch ganz wichtig, jedes Mal, wenn du mit ChatGPT suchst, kriegst du wirklich total andere Ergebnisse. Also natürlich kann es bei Google auch sein, dass du unterschiedliche Ergebnisse siehst, wenn du öfter das googelst. Das ist auch logisch, ist dynamisch, aber bei ChatGPT ist es wirklich so, jedes Mal, wenn du es neu eingibst, kriegst du auch komplett eine deutlich andere Antwort. Je volatiler das Ganze ist, desto noch crazier anders. So. Natürlich ist jetzt wichtig, das ist nämlich ein schlechtes Beispiel, Menschen verwenden ChatGPT Search ganz anders, nämlich wie in einer Konversation und nicht wie einer Suchmaschine. Das heißt, jemand wird nicht Fenster kaufen online, wird es bei Google oder Bing eingeben, wird die Person bei Google oder Bing eingeben. Hier wird es eher so sein, hey, ich will Fenster kaufen, auf welche Kriterien muss ich achten und dann kriegt es immer mehr Kontext und dann verändert es natürlich die Suchanfrage, weil das Ganze viel mehr Kontext hat. So, dann im letzten vielleicht Schritt vorbereitend, wenn wir jetzt in die ganz Details Optimierung gehen, ist noch wichtig zu verstehen, OpenAI oder viele nennen ja mittlerweile OpenAI öfter ChatGPT, aber ChatGPT ist nur ein Produkt. OpenAI hat sehr viele Partnerschaften und diese Medienpartner vor allem haben einen höheren Stellenwert laut unseren Experimenten als andere. Wir haben das Bing-Konzept, wo sie Daten ziehen, aber irgendwie die Medienpartnerschaften machen auch was aus. Hier findest du eine Liste mit OpenAIs Partnerschaften und auch was es für Partnerschaften sind. Ganz spannend ist hier, keine Ahnung, so Future provide access to publication sources. Das heißt, wahrscheinlich sind die Sachen dann auch verstärkt sichtbar in ChatGPT Search. Das war sehr wissenswert, glaube ich. Das ist was viele nicht auf dem Schirm haben. So. Wie kommt jetzt dein Unternehmen öfter in ChatGPT-Antworten, ChatGPT-Search-Antworten vor? Wie schaffe ich es, dass mein Unternehmen, meine Produkte, Leistungen in Antworten vorkommen? Wie sorge ich dafür, dass ich zitiert werde? Weil ihr habt schon gesehen, manchmal wird man direkt irgendwie gefeatured als Brand und manchmal wird man aber auch eher von der eigenen Webseite wird man wird zitiert und ChatGPT liefert da eine eigene Antwort aus. So, was musst du auf deiner Webseite machen? Das erste und meiner Meinung nach das, was die meisten auch umsetzen werden und was einfach relativ einfach ist, liefere kompakte Kurzantworten auf gängige Fragen. Du wirst jetzt denken, das macht man im SEO auch. Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber wie wir schon öfter gesagt haben, ist auch SEO das Fundament und dann baust du, das ist ja nur drauf gebaut, das ist ja nicht was Eigenes. So, zuerst einmal
was sind gängige Fragen? Wie würde ich mir da die Anfrage anschauen? Ich würde sowas mir anschauen wie bei der Keyword-Recherche. Bei einer normalen SEO-Keyword-Recherche hätte ich jetzt, keine Ahnung, ich will Ranking für Wohncontainer, dann habe ich Secondary Keywords, Wohncontainer kaufen, Wohncontainer kosten, Wohncontainer Preise und vom SERP Overlap Score kann ich das alles mit einer Page ranken. Wenn ich jetzt eine Keyword-Recherche mache und auch das vorbereiten will für KI-Suchmaschinen, dann schaue ich mir auch die ganzen Fragen drumherum an. Die kann ich ganz klassisch aus People Also Asked Boxen bei Google ziehen. Aber die ganzen Tools, Bing Copilot, haben da eigene Mechanics, wo man dann wieder Fragen rauskriegt. Da gibt es ein eigenes Video dazu, wo ich ganz genau das Ganze erkläre, wie das Ganze so abläuft. So. Das heißt, dann haben wir ja eigentlich, sagen wir mal, eine mehrschichtige Keyword-Recherche. Ich will es gar nicht Keyword-Recherche nennen, aber wir haben mehr Verständnis für den Kontext, was müssen wir jetzt konkret umsetzen, damit unser Content besser funktioniert. Und mein Lieblingsgedanke, wenn es darum geht, zitiert zu werden, das heißt, zitiert nur kurz für Verständnis, das ist nicht zitiert, das hier ist zitiert. Und um diese Situation zu erzeugen, habe ich hier im Artikel die wichtigsten Sachen nochmal hervorgehoben, aber was ich machen will, ich muss die relevanteste Antwort zu dieser spezifischen Frage haben. Sagen wir mal, auf einer strukturellen Ebene kann das so ausschauen, das heißt, ich habe jetzt irgendeinen informativen Content, irgendeinen Ratgeber, ich habe oben irgendeine Kurzzusammenfassung, wie es heutzutage üblich ist, das Wichtigste in Kürze, aber dann auch bei jedem Chapter habe ich immer eine Kurzantwort und dann erst die Details, weil die Kurzantwort ist typischerweise das, was zitiert wird. Das sehen wir auch zum Beispiel, ganz extrem sieht man es bei AI-Overviews, aber diese Engines funktionieren alle sehr ähnlich. Das wäre jetzt mal ein strukturelles Ding und inhaltsmäßig ist es so, wir wollen jetzt da für dieses Thema Industriepreis, Industriepreis besser ranken. Dann würden wir uns ansehen, warum diese Ergebnisse ranken. Das heißt, okay, Wattline wird dazu zitiert zu diesem Thema und dann würde ich das Ergebnis von Wattline aufmachen und mir anschauen, okay, was zitiert er da wirklich konkret und dann mich an dieser Form, an dieser Struktur der Antwort sehr genau orientieren, eben hinsichtlich Format und Relevanz. Wenn ich mir jetzt einen Wettbewerbsvorteil wirklich rausholen will, wo es wirklich so ist, ich mache das jetzt besser und komme da rein, ist, was ich machen kann, dass ich entweder einzigartige Informationen bereitstelle oder Daten, die ChatGPT sonst nirgends gefunden hat, weil tendenziell das sehr oft dann in den Antworten vorkommt. Ich glaube, man sieht es dass es hat einen Hang zu Zahlen, also es zitiert gerne Sachen mit Zahlen und das sagt uns auch dieses Paper, weil da ist drin Quotation Edition und Statistics Edition ist was tendenziell gut in Generative Engines funktioniert. Jetzt wirst du dich fragen, klingt gut, kann ich das wirklich gezielt machen? Also so wie ich versuche Platz 1 für dieses Keyword zu ranken? Nein, denn sogar bei derselben Frage liefert ChatGPT jedes Mal ein anderes Ergebnis. Es geht darum, dass deine Brand, wenn du Content machst, dass deine Brand tendenziell statistisch öfter angezeigt wird. Sie wird nicht immer angezeigt werden, weil außer du bist der Marktführer, hast die höchste Autorität, wirst überall immer wieder erwähnt bei Bestenlisten, dann kannst du so eine Situation erzeugen, aber dann musst du sehr dominant sein laut unseren Experimenten. So, zweitens, sorge für eine hohe Lesbarkeit bei deinen Inhalten. Und wir sind ja schon jetzt hier in dem Paper drin und da sehen wir Fluency Optimization, ein fancy pants Wort für Lesbarkeit und easy to understand, das heißt einfach ein einfacher Satzbau, keine komplizierten Sätze über 16 Zeilen, funktioniert sehr gut, um besser zu ranken. Was ich hier als Tool grundsätzlich empfehlen kann, ist sowas wie Wortliga, das hilft dir einfach die Lesbarkeit zu erhöhen und einfach die komplexe deutsche Sprache zu bändigen oder du verwendest einfach ChatGPT und vereinfachst deine Inhalte. Generell würde ich empfehlen, Web-Content sollte etwas einfacher sein, als du denkst, was richtig ist für die Zielgruppe, weil man liest schnell was unterwegs und man sitzt sich nicht hin mit einem Buch mit 1000 Seiten und liest es langsam. Da ist Komplexität cool, bei Web-Content ist Komplexität nicht so gut, auch nicht bei KI-Suchmaschinen. So, drittens,
Und das werden viele hassen, aber es ist einer von die größten Hebel mit Folgehebel, und zwar publiziere eigene Daten und Statistiken. Das sind ganz viele Sachen eben hinsichtlich Statistiken, Quotes von irgendwelchen Experts, das sind jetzt keine eigenen Daten, sondern andere Sachen, aber es geht voll auf Autorität und aber auch auf Information Gain, würde ich mal sagen. So, und da haben wir gelernt, einfach, das Unternehmen ist oft, egal was für eine Größe, einfach falsch machen. Die meisten Unternehmen haben coole, irgendwelche eigentlich entpersonalisierten Daten zu ihrer Branche und nutzen die viel zu wenig. Das jetzt zu nutzen, wird wirklich zu einem essentiellen Ding, um Sichtbarkeit in solchen Engines zu generieren. Wenn man jetzt keine spannenden Daten hat oder keine Daten hat, die man rausgeben kann, was dann sinnvoll ist und was wir zum Beispiel ganz viel mit Kunden machen, weil es einfach unglaublich gut funktioniert, auch hinsichtlich Brand, Markenbekanntheit etc., ist, wir machen solche Marktforschungen, ziehen da, generieren unglaublich coole Daten, und was dann ganz wichtig ist, du machst nicht ein Paper und dann ist das Thema mit den Daten fertig, sondern wenn du diese Daten schon erhebst, dann baust du die durch die Bank, natürlich die passenden Daten, nicht alle Daten, in Landingpages, Informational Content und so weiter ein, damit du einfach diesen Bonus-Ranking-Faktor hast mit eigenen Daten und dadurch besser aufscheinst, auch bei KI-Suchmaschinen, aber du hast auch natürlich bei Google den Vorteil mit Information Gain. So, in dem Kontext gibt es einen ganz tollen Artikel zu Product-Led Digital PR von Siege Media. Die machen ganz viel solche Sachen, so wie wir. Sehr empfehlenswert. Ich weiß, das ist mühsam, aber in der Regel macht man so eine Marktforschung jede 2 Jahre und zehrt dann hinsichtlich Content, und alles funktioniert einfach besser, weil du tatsächlich irgendwas von Wert hast und nicht ich bin noch ein ChatGPT-Artikel zum gleichen Thema und habe nichts Neues zu sagen. Nein. So. Dann, was muss abseits deiner Webseite passieren, wenn du besser bei ChatGPT Search performen willst? Und meiner Meinung nach ist genau Off-Page-Optimierung nochmal 1000-mal wichtiger geworden. Das ist jetzt nicht die klassische Backlink-Off-Page-Optimierung, sondern die neue Form der Off-Page-Optimierung für KI-Suchmaschinen. Und zwar verfolge aggressiv Erwähnungen bei einflussreichen Aggregatoren. Und ich habe euch da schon Beispiele gezeigt und an die will ich jetzt anknüpfen. Zuerst ein B2C-Beispiel. Wir haben ja dieses Ergebnis gehabt mit den ganzen Fensterbrands. Das beruht alles auf diesem einen Post, Blogartikel, was auch immer, Fensterauflistung. Wenn ich ein Fensterhersteller wäre und nicht aufscheinen würde, dann würde ich alles daran setzen, hier aufzuscheinen, um in dieser Antwort bei den Besten angezeigt zu werden. Nehmen wir ein Beispiel für B2B SaaS. Capterra, ich glaube, jeder kennt Capterra, da gibt es ganz viele Anbieter. Also es gibt nicht ganz viele Anbieter in dieser Größenordnung, aber es gibt ganz viele von diesen Aggregatoren, die jetzt zum Beispiel SaaS-Sachen bewerten. Hier muss ich rein, wenn ich performen will bei KI-Suchmaschinen. Und sogar in sowas Nischigen wie SEO-Thema hast du trotzdem wieder Aggregatoren oder zumindest Aggregatoren-Posts, die zitiert werden. Manche können sich vielleicht noch daran erinnern, ich habe ja dieses Experiment gemacht mit beste SEO-Blogs und ob ich selber einen Aggregator-Post machen kann und dann reinkomme. Wie gesagt, das Experiment ist schon wieder 1 Jahr her. Es funktioniert unglaublich gut. Du kannst selber einen Aggregator-Post machen. Wird es langfristig so sein? Nein, weil langfristig wird wahrscheinlich ChatGPT Search wirklich nur noch echte Aggregatoren verwenden. Aktuell kannst du ja einen Aggregator-Post machen und dann rankst du trotzdem. Also man muss das rechtlich abklären, aber es funktioniert sehr gut, weil die Generative Engines wahnsinnig anfällig sind oder KI-Suchmaschinen. Generiere Publikationen bei einflussreichen und relevanten Medien. Generell ist es so, was wir von unseren Experimenten jetzt gesehen haben, dass du den Content auf deiner Website machst und so weiter. Das ist alles relativ leicht in Workflows einzubauen und das machen auch alle voll gut. Wenn du jetzt dann wirklich die siehst, die es bei KI-Suchmaschinen crushen, dann sind die zum einen sehr stark mit den Erwähnungen bei Aggregatoren und auf der anderen Seite, aber wenn du jetzt die Erwähnungen bei Aggregatoren, die führen typischerweise ja zu solchen Ergebnissen. Wenn es jetzt darum geht, zitiert zu werden und einfach
deine Brand im richtigen Kontext, damit du dann wieder im richtigen Kontext zitiert wirst. Also sowas, was hier funktioniert, sind einfach in großen Zeitungen, in großen Nischenmagazinen, in großen Branchenmagazinen, wenn du da regelmäßig mit deiner Brand und mit deiner Message drin bist. Am allerbesten natürlich bei den OpenAI-Partnern, die ich dir gezeigt habe. Da ist nämlich die Connection am besten, logischerweise. Ein Beispiel für alle, die nicht wissen, was ich immer meine mit Publikationen. Eine Publikation ist einfach durch Pressearbeit, dass du irgendwo drin landest. Hier sind wir drin gelandet mit unserer KI-Studie. Das kann aber auch ganz ein normaler Gastartikel sein. Also ich meine jetzt nicht Gastartikel, das was Google hast, sondern du bist wirklich Gastautor, weil du so wichtig bist und dort einen Artikel schreiben darfst. Das wird auch nicht abgestraft, da passiert auch nichts. Das ist unvorstellbar wichtig. Also generell das Thema digitale PR wird durch KI-Suchmaschinen massivst an Bedeutung gewinnen und wir sehen ja auch schon bei Google, wie wichtig ihnen das ist, dass du einfach diese Brand bist, die nicht nur auf der eigenen Webseite über sich selber spricht, sondern die überall sprechen darf und überall aktiv ist. Und damit solltest du einen sehr, sehr guten Überblick bekommen haben, wie man für ChatGPT Search, aber auch für andere KI-Suchmaschinen wirklich auf taktischer Ebene optimierst. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.